Nach der Durchquerung des Hohen Atlas geht es jetzt endlich in die Wüste. Anfangen tue ich mit der Erg Cebi bei Merzouga. Das sind die höchsten Dünen von Marokko. Das Dünenfeld ist ca. 40 Kilometer lang und bis zu 150 Meter hoch. Das ist touristisch sehr gut erschlossen, da geht eine Straßen hin, da ist eine Stadt, Ortschaft daneben. Das heißt, das ist einmal super zum gefahrlos das Dünenfahren ein bisschen üben. Dann wird es aber richtig ernst. Dann geht es zuerst einmal entlang der alten Dakar-Routen, entlang der algerischen Grenze Richtung Mhamid. Das sind so 200, 250 Kilometer durch Steinwüste und danach von Mhamid nochmal gute 250 Kilometer durch die Erg Chegaga. Das ist dann wieder ein großes Dünenfeld. Danach kommt noch der ausgetrocknete See, der Iriki-See. Da geht es dann bis zu einer Ortschaft namens Forum Zghid am Rande der Sahara. Auf geht's! Ich fahre aber klarerweise nicht auf der Hauptroute in die Erg Cebi, sondern auf die Schotterpisten durch das Djebel Saro Gebirge. Es ist komplett anders als im Hohen Atlas, schroffer, düster und noch atemberaubender. Das hier ist ein vulkanisches Gebirge mit riesigen Granitblöcken und Steinfeldern, Felstürme wie im Monument Valley, Schluchten, Bergkämme, schroffe Gipfel, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinschauen soll. Obwohl es ein traumhaftes Wetter hat, wirkt es düster und mystisch. Mir erinnert es fast ein bisschen an Mordor und den Schicksalsberg aus Herr der Ringe. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss ständig aufpassen, dass mir da nicht ein Hobbit oder ein Ork vor das Motorrad springt. Ich überlege noch, wie ich das der Versicherung erklären würde, aber es passiert dann schlussendlich nichts dergleichen. 4 Stunden lang geht es da durch zerklüftete Berge, bevor ich wieder auf die Hauptstraßen komme. Nach diesen spannenden Schotterpisten kommen jetzt ungefähr 100 langweilige Straßenkilometer durch eine flache Steinwüste. Gott sei Dank gibt es mittlerweile auch auf den Motorradeln einen Tempomaten. So kann ich die Zeit ein bisschen nutzen zum Lesen, ein bisschen was essen und ein bisschen was trinken. Und auch Körperpflege muss einmal sein. Und auch ich brauche mal ein bisschen Zeit zum Entspannen. Endlich habe ich vor mir die Dünen der Erg Cebi. Schauen wir mal, wo ich gerade unterwegs bin. Auf der Karte sieht man jetzt den Punkt, wo die Erg Cebi ist. Und auch die Ortschaft Merzouga. Das ist mein Wüsteneinstieg. Dann geht es entlang der algerischen Grenze durch Sand- und Steinwüsten auf die alten Dakar-Strecken bis Mhamid. Das ist eine kleine Siedlung, circa in der Hälfte von der Routen. Und von dort dann nur mal weiter und nur mal abgelegener durch die Erg Chegaga. Ein großes Dünenfeld, das bis nach Forum Zghid geht. Man sieht auf der Karte mehrere Varianten, die ich mir ausgesucht habe. Wo ich genau fahren werde, entscheide ich dann vor Ort. Ich komme gerade richtig zum Sonnenuntergang in die Erg Cebi und das Licht in die Dünen ist einfach gigantisch. Eigentlich war der Tag schon lang und ich wollte erst morgen mit leichtem Motorrad ohne Gepäck meine erste Dünenerfahrung machen. Aber wieder mal gegen die Vernunft entscheide ich mich gleich mal voll beladen und müde vom Tag in die Dünen reinzufahren. Mir fällt gleich auf, dass die Esel da viel größer sind als die im Hohen Atlas. Aber auch, dass sie dem Sand viel leichter dann als ich mit dem Motorradl. Gescheiterweise habe ich natürlich vorher auch gerade noch voll getankt und schleppe jetzt gut 15 Kilo zu viel mit mir herum, was im wachen Sand definitiv nicht hilft. Mein Motorradl ist ja generell nicht das leichteste. Gerade nicht für den Sand und für das Gelände. Na, da habe ich mir gleich selber ein Ei gelegt und mich verflucht für die super Idee.
5 Kilometer durch die Dünen bin ich fertig. Bin voll erledigt und suche mir einen Schlafplatz in einem Camp am Rand von die Dünen. Im Zeltcamp bei den Beduinen kriege ich was zum Essen und am Abend wird noch gemeinsam musiziert. Ich beschließe, 2 Nächte zu bleiben und den nächsten Tag ein bisschen zu nutzen, um die Dünen zu erkunden. Aber als erstes gibt es einmal einen lässigen Sonnenaufgang. Ich war auf der 150 Meter hohen Düne, aber geht's definitiv schneller als auf. Bis deppert habe ich geschwitzt. Erst im Camp habe ich dann gesehen, dass sie sogar ein Snowboard bzw. ein Sandboard gehabt hätten, mit dem ich von der Düne runterfahren hätte können. Leider zu spät gesehen, aber nur mehr gehe ich da sicher nicht auf. Fürs Fahren in der Wüste gibt es eine besondere Regel und die heißt, fahr niemals alleine. Ich bin aber heute einmal allein unterwegs und darum muss ich die Regel brechen. Dafür versuche ich mich aber speziell gut auf diese Etappe vorzubereiten. Ich weiß natürlich schon, dass ich mich da auf sehr dünnem Eis bewege. Aber sich auf dünnem Eis bewegen ist eine von meinen besonderen Fähigkeiten. Genauso gut kann ich am Watschenbaum rütteln, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Auf jeden Fall nehme ich mir einen Tag Zeit, dass ich mich auf diese 2 Tage Etappen vorbereite. Das heißt, ich check beim Motorradl, passen die Reifen, passen die Federungen, die Gabe, der Luftfilter, die Ketten, alle Sachen, die halt kaputt werden können. Dann brauche ich Wasser für 3 Tage und ich brauche auch genug Benzin. Und hinterm Camp sind ein paar lässige Dünen und da schaue ich noch, dass ich meine Fahrfertigkeiten in die Dünen ein bisschen verbessere. Ja, aber schlussendlich geht's dann los. 400 Kilometer durch Steinwüste und Dünen. Zum Teil geht's auf Sandpisten mit tiefem Sand, sogenannten Feschfesch. Der ist echt grausig. Dann sandige, ausgetrocknete Flussbetten und wüde Steinfelder, die extrem schwierig und kraftraubend zum Fahren waren. Dann gibt's aber auch wieder trockene Lehmpisten, wo man so richtig krachen lassen kann. Sobald aber irgendwo ein bisschen Wasser oder Grundwasser da ist, hat's wieder richtig blüht und der Kontrast von dem Sand- und Steinwüstenzeug zu die wirklich grünen, knallig grünen Wiesen, die dann aufgehen, ist echt atemberaubend. Immer wieder sieht man dann auch Herden von Kamele oder Dromedare, die da frei rumlaufen. In dieser kargen Landschaft gibt es generell sehr wenig Schatten. Und wenn irgendwo ein Baum rumgestanden ist, dann habe ich den für eine Pause genutzt und ein bisschen was getrunken. Und unter einem von den Bäumen sehe ich schon von Weitem, da steht wer. Ich fahre hin und finde unter dem Baum den Robin aus England mit seinem Fahrradl. Robin ist eine ähnliche Route gefahren wie ich, aber halt mit dem Fahrradl. Und das in die andere Richtung. Aber das ist halt schon immer was Besonderes bei solchen Reisen, dass du halt Leute triffst, die den gleichen Vogel haben wie du. In dem Fall sogar nur ein bisschen einen größeren. Der Robin ist nämlich von England her mit dem Fahrradl da in die Wüste gefahren. Man tauscht sich ein bisschen aus, plaudert, macht Fotos und jeder geht dann wieder seinen Weg. Ich übernachte dann in Hamid, in einer meinem bescheidenen Wesen angepassten Lehmhütten. Sogar mit Pool. Der ist aber leider besetzt. Ein viel zu alter, sagen wir unsportlicher deutscher Tourist macht gerade Fotoshooting mit seiner viel zu jungen russischen Freundin. Sorry, ich habe mich leider nicht traut, ein Foto zu machen.
Aber ich lieb's ja, wenn sie Vorurteile so vor deine Augen entfalten. Statt auf die junge russische Freundin wirf ich allerdings lieber noch einmal ein Auge auf die detaillierte Landkarten im Eingangsbereich. Hm, Zuerst den Bach entlang, der eigentlich nicht mehr existiert, dann über die Sandhaufen drüber, dann links am Kamö vorbei, oder ist ein Dromedar, und rechts an dem komischen Hasen mit den langen Ohren. Ich weiß nicht, was die haben. Kann doch alles nicht so schwer sein. Am nächsten Tag erreiche ich dann die Ergsche Gaga. Sie ist größer als die Ergschäbi, abgelegener und viel einsamer. Es gibt kaum Touristen da und wenn dann hauptsächlich andere Abenteurer mit Geländefahrzeug oder Motorradeln. Und obwohl dies eigentlich eine sehr beliebte Route bei Abenteurern ist, treffe ich den ganzen Tag eigentlich wieder niemanden. In den 2 Tagen, wo ich da unterwegs war, sind mir nur 2 oder 3 Fahrzeuge entgegengekommen. Das heißt für mich aber, ich muss tatsächlich allein in die Dünen und durch die Dünen. Und da muss einem schon bewusst sein, was man da tut. Und braucht entsprechend gut Selbstvertrauen oder halt eine gute Portion Irrsinn. Selbst wenn da andere Fahrzeuge unterwegs sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass die da irgendwer in diesem Sandhaufen drin findet, wenn es da verletzt irgendwo hinter einer Düne liegst. Die Dünendurchquerung hat aber dann doch ganz gut funktioniert. Leider war die Speicherkarten schon ein bisschen voll und ich habe nicht ganz so viel Videomaterial. Aber ein bisschen was kann ich euch schon zeigen. Am späten Nachmittag bin ich dann in Forum Zgid am Rand der Sahara angekommen und habe mich dort in ein nettes Riad einquartiert. Salut, ça va? Ça passe bien? Was Bienvenue gibt's chez da? nous. Rex? Ja. Tee? Ein Tee. Tee Sahrawi. Und da ist das Riad, wo ich wohne. Die Zufahrt ist ein bisschen rustikal, aber Teppich, Teppich, Teppich. Ducken, die Tiere sind ein bisschen nieder. Und das schaut da nicht so fad aus drinnen.
Wunderbar gemütlich. Das Motorradl hat auch am Schluss der Etappe ein bisschen angefangen, ein paar Zicken zu machen. Und ich habe mich dort wieder ein bisschen ums Motorradl gekümmert. Ein bisschen gestreichelt, ein bisschen gepflegt, gewaschen und alles auf Vordermann gebracht. Danach hat es dann wieder geschnurrt wie ein Katzerl. Jetzt werde ich das Kapitel auch angeschlossen. Also die Eindrücke waren jetzt schon richtig gigantisch. Und obwohl mir vorher da schon ein bisschen die Muffen gegangen ist, muss ich sagen, ob das gut geht, war es danach natürlich wieder einfach mega. Die Sahara werden wir sicher noch mal sehen, aber jetzt geht es wieder retour in die Berg. Als nächstes geht es in den Anti-Atlas und danach versuche ich noch den Djebel Dubkal zu besteigen, den höchsten Berg Nordafrikas. Bald geht's weiter.